angesichts des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine. Das ist ein brutaler Krieg, den Russland gegen ein unabhängiges Land führt, ein Land, das ein friedlicher Nachbar Russlands war und das deshalb umso mehr alles Recht hat, sich gegen diese Aggression zu verteidigen. Wir alle gemeinsam haben in den letzten Wochen sehr weitreichende Entscheidungen getroffen, um die Ukraine zu unterstützen, bei ihrem Recht, die eigene Integrität und Souveränität zu verteidigen, indem wir finanzielle Hilfe geboten haben, indem wir dafür gesorgt haben, dass es humanitäre Unterstützung gibt, aber natürlich vor allem und am allermeisten, indem wir in großem Ausmaß militärische Unterstützung zur Verfügung gestellt haben, indem wir Waffen und Munition geliefert haben. Deutschland hat diese Entscheidung getroffen in Abkehr von einer Politik, die wir viele, viele Jahre betrieben haben, in der wir nie Waffen in ein solches Gebiet geliefert haben und auch nicht an die Ukraine. Aber nach dem Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine war es richtig und notwendig, dass wir diese Politik geändert haben und dass wir jetzt in großem Ausmaß Unterstützung gewährleisten, was wir auch weiter tun werden. Wir haben gleichermaßen entschieden, dass der Rechtsbruch, den der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine mit sich bringt, natürlich uns allen auch klar machen muss, dass es sich um eine Zeitenwende handelt. Eine Zeitenwende, die verbunden ist mit dem Übertreten aller rechtlichen Vereinbarungen, Verständigungen, die wir in Europa in den letzten Jahrzehnten gefunden haben. Es war für uns alle klar, dass Grenzen nicht mehr verschoben werden mit Gewalt und dass die Souveränität von Staaten beachtet werden muss. Das Recht ist von Russland gebrochen worden. Und deshalb kann niemand davon ausgehen, dass der russische Präsident und die russische Regierung nicht auch bei anderer Gelegenheit das Recht der Völker und unsere Verständigung brechen würde mit Gewalt. Das ist der Grund, warum wir auch gleichzeitig alle entschieden haben, dass wir unsere Verteidigungsanstrengungen ausweiten. Deutschland wird ein Sondervermögen für die Bundeswehr bilden, um dafür zu sorgen, dass die ausreichend ausgestattet sein kann in den nächsten Jahren und wird dauerhaft 2% der Wirtschaftsleistung für die Verteidigung aufwenden. Antworten auf die putinsche Aggression, notwendige Antworten, die wir hier auch miteinander besprochen haben. Finnland und Schweden sind befreundete Länder. Die beiden Ministerpräsidenten sind enge Freundinnen von mir, wenn ich das so sagen darf. Wir sind eng miteinander verbunden. Deshalb ist es mir wichtig, bei dieser Gelegenheit auch zu sagen, dass wir sehr genau die Debatte verfolgen, die in beiden Ländern stattfinden, über einen möglichen Beitritt zu unserer Verteidigungsallianz der NATO. Das sind Entscheidungen und Diskussionen, die dort vor Ort stattfinden müssen, die in Finnland und in Schweden getroffen werden. Für uns ist aber klar, wenn sich diese beiden Länder entscheiden sollten, dass sie zur NATO-Allianz dazugehören wollen, dann können sie auf unsere Unterstützung rechnen. Das haben die Mitglieder der Regierung hier alle sehr übereinstimmend in unserem Gespräch deutlich gemacht. Und es ist, glaube ich, auch ein wichtiges Zeichen. Ohnehin ist es so, dass beide Länder sich auch unabhängig von der NATO-Mitgliedschaft und auch in der Zeit, bevor über eine solche in der NATO entschieden würde, immer auf die Unterstützung Deutschlands verlassen können. Dazu sehen wir uns als Europäerinnen und Europäer ohnehin verpflichtet. Was uns miteinander eint, ist auch die Sorge um die Auswirkungen dieses Krieges auf die ganze Welt. Es gibt Konsequenzen, die mit diesem Krieg verbunden sind, die mit Hunger verbunden sein können in armen Ländern, weil die Ernährungssicherheit nicht mehr gewährleistet ist und wichtige Exporteure für Getreide zum Beispiel ausfallen, was bei der Ukraine, was bei Russland zum Beispiel der Fall ist. Und es ist auch eine große Sorge, die wir alle miteinander teilen, dass die Energiepreise so steigen, dass das die wirtschaftlichen Entwicklungsmöglichkeiten vieler Länder sehr beeinträchtigen kann. Wir wissen uns einig darin, dass wir jetzt unabhängig werden wollen vom Import fossiler Ressourcen. Wir wissen gleichermaßen, dass das unterschiedlich lange dauert in den einzelnen Ländern, je nach dem Ausmaß der Abhängigkeit. Deutschland ist den Weg gegangen, sich schon seit Dezember auf eine solche Situation vorzubereiten. Und deshalb können wir im Herbst aus der Kohle aussteigen. Deshalb tun wir alles dafür, schnell auf den Import von Öl verzichten zu können und ebenfalls mit großer Geschwindigkeit Infrastrukturen zu schaffen, die es uns möglich machen, Gas zu importieren. Dauerhaft wird es aber darum gehen,
dass wir unsere Gesellschaft und Wirtschaft so modernisieren, dass wir von fossilen Ressourcen unabhängig werden. Und deshalb ist Deutschland auf dem Weg, sich auf den Ausbau erneuerbarer Energien so zu konzentrieren, dass wir 2045 ein CO2-neutral wirtschaftendes Land sein können. Auch über diese Fragen haben wir uns ausgetauscht, weil sie gemeinsame Anstrengungen sind, die wir auf etwas unterschiedliche, aber im Wesentlichen gleichgerichtete Weise gehen. In dem Sinne eine sehr gute, eine sehr freundschaftliche Debatte, eine gute Kooperation zwischen unseren Ländern und ich freue mich nun über die Statements meiner beiden Kollegen. Dankeschön, Olaf, and dear representatives of the media. I wish to say to you a very good press freedom day today, and I also would like to wish to warmly thank the Federal Chancellor Olaf Scholz for today's discussion on the consequences of Russia's aggression on war on Ukraine. It was a unique opportunity to address the German government in this setting. This was a confidential and open discussion to be had with both Finland and Sweden together. We share the same security environment and our choices are deeply connected. The timing was perfect, as Finland and Sweden are about to make important decisions on our security. Russia's attack on Ukraine has changed our security environment completely. There is no going back. We see now more clearly where Russia wants to take us. It is a world of spheres of influence where the stronger has the last word. Russia has made it very clear that it is not committed to the fundamental principles of European security nor international law. NATO has consistently reaffirmed its open door policy, which continues to be a key element of European security. As Russia wrongly claims the right to dictate the choices of others, NATO's open door policy is even more important for us all. Finland has credible defense capabilities and strong will to defend our country. We have maintained a strong and modern conscript army that is able to operate and ready to act with NATO. We have built the European Union together with Germany, but outside of NATO. Most EU countries have organized their security through NATO. Our line has also contributed to European security and stability, but in a different world from the one we are now facing. We have to decide on whether to apply for NATO membership or continue on our current path. That is the discussion we are having now in our national parliament. Whether Finland's decision will be joining NATO or not, it will be based on our will to contribute to our common security. Dear Olaf, Finland values greatly Germany's leadership in defining our joint response to Russia's invasion on Ukraine. Germany's leadership is now more important than ever in this current situation. The EU sanction regime against Russia has already started to show its effects, and it's necessary to continue expanding the sanctions. Russia needs to understand that we are in this for the long term. The Finns feel strong solidarity with Ukraine and its people and are ready to accept negative effects of the sanctions also on Finland. And finally, a word about the European Union. Be assured that we could only make choices that make EU stronger. The commitments we have made in the EU regarding mutual assistance and solidarity are important and they will remain so. We need to continue our efforts to enhance EU's strategic autonomy. Strategic autonomy means taking responsibility and determined promotion of our interests. The Union must have an even stronger global role in the future. Thank you so much. Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Ich bin sehr dankbar für die außergewöhnliche Gelegenheit, die Ministerpräsident Marin und ich erhalten haben, um Bundeskanzler Scholz, Olaf, und die Bundesregierung hier auf Schloss Meisenberg zu treffen. Schweden und Finnland sind unabhängige Länder, aber unsere Sicherheit ist miteinander eng verbunden. Wir haben eine lange gemeinsame Geschichte und teilen auch die Zukunft.
Und zusammen mit Deutschland teilen unsere Länder ein tiefes Bekenntnis zu gemeinsamen europäischen Werten, wie Demokratie, Völkerrecht und die unantastbare Menschenwürde. And now I will continue in English. I really appreciate the strong relation between our three countries, and I look forward to strengthening it even further. And the Russian military aggression against Ukraine is a game changer with profound consequences for Europe and for Sweden. We have responded united within the European Union and together with partners in other parts of the world. And this has been incredibly important, both to agree on the sanctions against Russia, but also all the support for Ukraine that countries from different parts of the world have supported them with. And together with the European Union and other partners, we must continue to stand firmly together and united. And also the security situation calls for an even closer cooperation among countries surrounding the Baltic Sea, within the European Union and with our transatlantic partners. Sweden is, as other countries, adapting to the new circumstances. The build-up of our national defense is being accelerated, and we are mirroring the German bold decision to increase our defense expenditures to 2% of GDP, and we will do this as soon as it's practically possible. My government is also providing substantial support to Ukraine, including defensive weapons. And my government is right now, together with all the political parties in the Swedish Parliament, carrying out a supplementary security policy analysis, and this will be presented on May 13th. And the aim is that we will have very good and thorough discussions and analysis within this group. The analysis include future international defense partnerships for Sweden, and including a discussion on NATO, and all options are on the table. Also within my party, the Swedish Social Democratic Party, we do have a dialogue taking place within the party discussing the new security situation around the Baltic Sea and in Europe. And while our respective security arrangements are, of course, decided nationally, we coordinate very closely with Finland, and our dialogue with Germany and other key partners is of utmost importance in this situation, and this concerns our common security. Thank you. Schönen Dank. Schönen Dank.